Wollt ihr wissen, was sich in diesem Säckle befindet? Dann bleibt dran. Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute geht mal nicht um Power, PS oder Protektoren, sondern um einen ganz anderen Punkt. Bequemlichkeit am Hintern. Ich packe mit euch die Apex Rides Motorradunterhose von Ripple Impact. Das Teil habe ich mir selbst gekauft, ist nicht gesponsert, deswegen steht auch hier oben in der Ecke unbezahlte Werbung. Quatschen wir gar nicht mal so lange und machen das Ding mal auf. So, also die Verpackung ist ja genial, aber gut. Bei so etwas Kleinem können wir das schon mal durchgehen lassen. Wie gesagt, von Ripple Impact Gear. Hier habe ich vergessen. So sieht das Ding aus. Ich habe sie in Größe XL bestellt, da ich noch Shorts drunter tragen werde. Die Polsterung hier mal. Ja, man merkt halt schon irgendwie, dass da gezielt platziert wurde. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, gerade bei sportlicher Sitzhaltung oder bei den Naked Bikes ohne zum Beispiel dicken Sattel, den ich halt auch früher mal hatte, kann das hier Gold wert sein. Sorry Leute, ist ein bisschen geschäftlich gewesen. Ja, ich muss einfach sagen, ich habe es mir ein bisschen dicker vorgestellt. Vor allem habe ich auch ein bisschen Entschuldigung, ein bisschen größer vorgestellt, das Zeug. Die Nähte sind sehr flach. Ob es Druckstellen gibt, das sehen wir dann mal. Aber da ich hier halt noch die Shorts unten drunter habe, sollte es klappen. Sehr stretchy das Zeug. Mit Mesh, also könnte es gut belüftet werden, wenn man halt auch gute belüftete Hosen hat. Aber ich finde es cool, dass es wirklich überall so Perforierungen hat. Also nicht nur hier vorne, sondern auch dort, wo die Sonne nicht scheint. Hier mal oder hier. Könnte schon gut sein. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass XL wird ein bisschen sehr groß sein. Normalerweise trage ich L. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich das gut gemacht habe mit XL. Wir sehen mal. Mal gucken. Ja, und ihr kennt das bestimmt so von den Radlerhosen, Leute. Bei denen ist es ja aber eher, bei den Radlerhosen ist es ja halt eher hier gepolstert. Und das sollte halt hier was Spezielleres sein, also respektive extra für das Motorrad. Ich hoffe mal, das funktioniert so. Also es sollte eigentlich diese Stellen stützen, wo halt beim Motorradfahrer eher Probleme auftauchen. Wir werden sehen. Ich werde das Ding ganz bestimmt in der nächsten längeren Ausfahrt direkt testen. Gerade bei Sommertouren durch die Schweiz oder Richtung Schwarzwald kann so ein Teil echt den Unterschied machen. Ja, also ich denke mal so, kein Wundscheuen, eventuell auch kein Taubheitsgefühl, einfach ein bisschen länger entspannt fahren. Das wäre schon das Ziel. Wenn es sich bewährt, könnte das so ein "Warum habe ich es nicht früher gehabt" Moment sein oder Moment werden.
Ja. Ich glaube, noch mehr kann man zu einer Unterhose nicht sagen. Hä? Ich werde es nachher mal schnell anprobieren und gucken, wie es mit der Größe aussieht. Aber irgendwie, ja, fühlt sich schon recht groß an. Naja, wir werden sehen. Leute, ja, wir müssen es nicht in die Länge ziehen. Es ist halt eine Unterhose. Wir schauen mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert den Bums. Vielen Dank fürs Zusehen und gebt auf euch Acht. Güle güle.